Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal keine Produktvorstellung im haptischen Sinn, also kein physisches Produkt, welches ihr anfassen könnt im Zweifel, sondern wir gucken uns das Thema an, was passiert, wenn ihr auf eurer Speicherkarte Bilder aus dem Urlaub, von der Hochzeit oder ähnlichem gelöscht habt und ihr wollt die jetzt wieder herstellen. Dazu stelle ich euch eine kleine Software vor und erzähle euch ein kleines bisschen was dazu. Ja, schauen wir uns zunächst mal die Hardware an und da seht ihr natürlich hier bei beiden Karten, dass grundsätzlich bei solchen Speicherkarten natürlich Kontakte vorhanden sind, die dann an eurem Endgerät ausgelesen werden, damit der Speicher, den ihr jetzt sozusagen in der Karte hier nicht sehen könnt natürlich, damit der Speicher dann auch übertragen werden kann. Jetzt ist es so, wenn ihr damit im Urlaub gewesen seid oder wo auch immer, dann kann es natürlich immer mal sein, dass diese Kontakte, die ihr hier im oberen Bereich seht, die hier etwas größer sind, hier etwas kleiner sind, dass die verschmutzt sind. Das kann durch verschiedenste Dinge kommen. Ich sag mal, Sonnencreme wäre vielleicht zum Beispiel, man hat die Karte getauscht, während man eingecremte Finger hat oder was auch immer. Deswegen versucht, wenn die Karte nicht erkannt wird, immer erstmal das Ganze sauber zu machen. Das am besten nicht mit dem Finger, sondern nehmt so ein kleines Tuch, ob hier Mikrofaser oder was auch immer, wischt einmal drüber. Das kann in manchen Fällen dann schon helfen, insbesondere wenn ihr euch noch erinnert, dass im Urlaub vielleicht der Schmutz dran gekommen sein kann. Der zweite Punkt, der vielleicht noch ganz wichtig ist, wenn ihr Speicherkartenlesegeräte oder auch in eurem Laptop ein eingebautes Speicherkartenlesegerät habt, dann ist es so, dass ihr, wenn die Karte nicht erkannt wird, immer mal ausprobieren solltet an einem zweiten Rechner oder mit einem zweiten Lesegerät, ob das vielleicht an dem Lesegerät an sich liegt oder vielleicht auch an dem Rechner. Deswegen immer an zwei verschiedenen Rechnern ausprobieren, damit ihr da einfach die Option und die Möglichkeit habt, das auszuschließen, dass es eben an der Hardware letzten Endes liegt. Das ist aber gar nicht das, worum wir uns heute so sehr kümmern wollen, sondern wir wollen uns heute einmal darum kümmern, wenn ihr Bilder von eurer Karte gelöscht habt, wie könnt ihr denn diese Bilder wiederherstellen? Und dazu springen wir jetzt einfach mal direkt rüber auf den Laptop und dann zeige ich euch da mal so ein kleines bisschen was dazu. So, wir befinden uns jetzt hier auf unserem Laptop und ich will euch jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen was zeigen oder ein bisschen was dazu sagen, was denn für mögliche Probleme auftreten können. Vom Grundsatz her habt ihr hier oben unser USB-Laufwerk, das ist quasi die SD-Karte, die in dem eben gesehenen Kartenleser steckt und die ist quasi als auch das Medium, mit dem wir uns jetzt hier an den ganzen Themen mal etwas langhangeln wollen. Zunächst mal sehen wir hier, dass da gerade ein Bild drauf vorhanden ist und das ist in unserem konkreten Fall hier das Profilbild von diesem Kanal, was ihr sowohl rechts unten sehen könnt, als auch jetzt hier natürlich in der Windows-Vorschau. Und jetzt können verschiedene Dinge passiert sein, weswegen dieses Bild weg ist. Punkt 1 ist, ihr könnt versehentlich die Karte formatiert haben, weil ihr dachtet, die wäre leer oder was auch immer. Oder aber ihr habt vielleicht die Karte auch auf eurer Kamera formatiert. Auch das kommt ja immer mal vor, wenn man versehentlich falsch geklickt hat, wie auch immer. Das kann passieren. Was sonst noch passieren kann, ist, ihr habt das Bild einfach oder die Bilder, muss ja nicht immer nur ein Bild sein, habt ihr quasi versehentlich gelöscht, indem ihr das Ganze hier auf dem Rechner beim Verarbeiten oder wo auch immer gelöscht habt, dann ist das Bild zunächst mal weg oder zumindest scheint es, als ob es weg wäre. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen am Beispiel von Diskdrill, wie wir mit dieser Software quasi dieses Bild oder die Bilder im konkreten Fall wiederherstellen können. Das geht nämlich super einfach und super schnell. So, und die Software, von der wir gerade gesprochen haben, Diskdrill von Clever Files, die seht ihr jetzt hier auch einmal. Dies ist nämlich das Beispiel, mit dem ich euch zeigen will, wie man das Ganze wiederherstellen kann. Diskdrill gibt es sowohl als Freeware-Version als auch als Pro-Version. Also sprich, ihr könnt erstmal ausprobieren, ob ihr damit überhaupt eure Daten theoretisch zumindest wiederherstellen könnt und könnt sogar 500 Megabyte kostenfrei wiederherstellen. Also für kleinere Aufgaben müsst ihr da nicht mal was bezahlen. Vom Grundsatz her ist die Software sehr, sehr einfach aufgebaut und das finde ich auch ist das Schöne. Ihr habt auf der linken Seite die Auswahl von verschiedenen Möglichkeiten, also eure Laufwerke, logische Volumen, in RAID-Verbund könnt ihr Daten wiederherstellen und im mittleren Bereich habt ihr quasi dann die beiden Laufwerke, in unserem konkreten Fall sind es zwei, es können bei euch natürlich auch mehr sein, die dazu dienen, dass wir hier unsere Daten wiederherstellen können. Das eine ist meine Festplatte, die hier eingebaut ist in dem Rechner, und das andere ist der von mir eben zitierte Speicherkartenleser. Das ist nämlich genau dieses Device, was ihr hier im oberen Bereich seht, in dem sich jetzt auch die Speicherkarte befindet. Und wie ihr seht jetzt auf der rechten Seite noch mal ein paar Details zu dem Speichergerät bzw. zu dem Gerät an sich. Und da seht ihr auch, dass ich vor kurzem quasi einen Testlauf gemacht habe, was denn wiederhergestellt werden kann, um euch natürlich auch gleich konkret zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr jetzt selber etwas wiederherstellen wollt, geht ihr einfach auf den Button, klickt den an und schon beginnt der Scan. Und der Scan bedeutet nichts anderes als, die Software prüft jetzt, ob entsprechend Daten, die gelöscht wurden oder zumindest augenscheinlich gelöscht wurden, auf der Karte noch vorhanden sind, sodass ihr diese
diese wiederherstellen können. Und ihr habt gerade gesehen, wir sind einmal von 0 auf 100% gegangen, das ist der Quickscan. Und jetzt haben wir noch den Deep Scan, der dann dazu dient, auch nochmal intensiv oder in die Details zu gehen, der Datenebene, um da zu gucken, ob eure Daten noch vorhanden sind. Und wir sehen jetzt hier oben auch schon, 5 Dateien sind vorhanden. Das überrascht mich tatsächlich fast etwas, denn ich hatte die Speicherkarte eigentlich gelöscht und zwar vermeintlich sauber gelöscht. Aber gut, wir gucken gleich mal, was da noch so drauf ist. Im Wesentlichen sollte natürlich gleich das Bild, welches wir vor wenigen Minuten gelöscht haben, auch wiederherzustellen sein. Das Ganze dauert in Abhängigkeit von der Größe eures Datenträgers und auch in der Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Datenträgers so zwischen, weiß ich nicht, 1 Minute und kann natürlich auch deutlich länger dauern. Das ist dann ein bisschen davon abhängig, eben wie groß oder wie schnell der Datenträger ist. Jetzt sehen wir hier, dass Daten wiederhergestellt wurden und zwar an der Zahl 7 Stück. Im linken Bereich könnt ihr jetzt auswählen, welche Art von Daten ihr denn sucht, denn manchmal kann es natürlich auch viel mehr als nur 7 Dateien sein und ihr sucht ganz konkret Audio oder Video, könnt ihr das links nochmal selektieren. In unserem Fall wollen wir jetzt hier natürlich unser Profilbild wiederherstellen und wir sehen hier auch, die Wahrscheinlichkeit der Wiederherstellung ist hoch, also wir können mit großer Wahrscheinlichkeit das Bild wiederherstellen. Darunter findet sich noch eine zweite Version, die offensichtlich noch etwas älter ist. Ich habe also scheinbar dieses Bild schon mal gelöscht von diesem Datenträger. Und jetzt können wir theoretisch das Ganze einfach auf unserer Festplatte wiederherstellen. Das ist halt das super einfache. Einmal kurz scannen, Bild aussuchen oder Datei aussuchen, was auch immer. Es geht ja nicht nur um Bilder, kann auch Videos, Audios oder sonstige Dokumente sein. Dann klickt ihr das vorne an, geht rechts unten einmal auf Wiederherstellen und könnt jetzt die Datei wiederherstellen. Ganz wichtig, stellt die unbedingt auf einem Datenträger wieder her, von dem ihr nicht wiederherstellt. Also in dem Fall jetzt hier nicht auf die SD-Karte, sondern auf euer normales C-Laufwerk, so wie es hier auch vorgeschlagen ist. Dann haken wir das Ganze noch an und können dann einmal auf Weiter klicken und schon ist das Bild auf eurer Festplatte wiederhergestellt. Also wirklich super easy, super schnell und vor allem die Software ist im Test auch kostenlos. Wenn ihr nachher mehr damit wiederherstellen wollt, dann müsst ihr natürlich dafür bezahlen, aber das dürfte sich, denke ich, von selbst verstehen. Und hier ist auch noch das Beispiel dafür, dass es halt geklappt hat. Das Profilbild ist wiederhergestellt und alles hat gepasst. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.